Ich habe letztens einen sehr lieben Kommentar unter ein Video bekommen. Und zwar, ich soll jeden Tag ein Video machen. Ich kann zwar nicht versprechen, jeden Tag ein Video zu machen, aber dieser Kommentar hat dieses Video inspiriert. Und zwar geht es um Regelmäßigkeit. Inwieweit kann man Dinge regelmäßig tun, fortführen? Beim Sprachenlernen ist es ein Thema, aber auch ganz generell. Was sind die Dinge, wo wir es schaffen, regelmäßig dran zu bleiben? Und warum? Was sind die Gründe? Warum scheint es bei gewissen Dingen so einfach zu sein, es immer wieder zu tun, zum Beispiel auf dem Handy zu scrollen? Und bei anderen Dingen hat man dann wahnsinnige Schwierigkeiten, dran zu bleiben, am Ball zu bleiben, etwas regelmäßig weiterzuführen. Also beim Videomachen haben viele Leute das Problem, dass sie zu streng bei der Themenwahl sind. Wir glauben nämlich immer, nicht nur beim Videomachen, sondern einfach überall, wo wir kompetent sein wollen. Da glauben wir immer, dass wir einen guten Plan haben müssen, dass alles gut überlegt sein muss. Also Leute machen für ihre Videos Transkripte und versuchen das dann 1:1 vorzulesen oder irgendwie fast wie ein Theaterstück vorzuspielen. Die Perfektion hat auch etwas Ästhetisches. Wenn man zum Beispiel einen Klavierspieler oder eine Klavierspielerin, einen Musiker, eine Musikerin sieht, wie er oder sie bis zur Perfektion etwas eingeübt hat. Das heißt, etwas einzuüben hat auch etwas Schönes, aber die Regelmäßigkeit hat meiner Meinung nach sehr stark etwas damit zu tun, ob wir ohne viel nachzudenken etwas tun können. Und wenn wir nicht viel nachdenken müssen, heißt das, dass wir uns irgendwo auch entspannen können. Und etwas regelmäßig zu tun, wie zum Beispiel eine Sprache zu lernen, hat auch sehr viel damit zu tun, ob du ein System finden kannst, das für dich so entspannend ist, dass du jeden Tag diese Sprache üben und benutzen kannst. Beispiel nochmal dieses Video. Ich habe einfach auf den Startknopf gedrückt, ganz bewusst, ohne vorher die Perspektive perfekt eingestellt zu haben, der Kamera, ohne perfekt zu wissen, was ich jetzt sagen werde. Außer, dass ich einfach weiß, es geht um Regelmäßigkeit, es geht um den Kommentar und warum wir manche Dinge viel einfacher regelmäßig beibehalten können. Also auch bei dem Thema Videos machen, kann ich euch wirklich erzählen. Man versucht manchmal etwas zu reproduzieren, was funktioniert hat. Also stelle vor, ich mache einen Vlog und dann sehe ich, dieser Vlog ist total in die Höhe gegangen. Dieser Vlog hat viel mehr Klicks bekommen als der letzte davor. Und wenn man aus der sogenannten Datenbank, das heißt aus der eingelernten Perspektive, die starre Perspektive, das nur rationale Denken, wenn man aus dieser Datenbank kommt und dann überlegt, okay, wie kann ich strategisch das nächste Video so oder so machen, dann wird es eigentlich immer schwieriger, im Fluss zu bleiben. Ich glaube, es wäre gar nicht möglich für mich, auf diese Art und Weise jeden Tag zu posten. Wer weiß, vielleicht mache ich heute eine Challenge und sage, heute ist Tag Nummer 1, wo ich jeden Tag poste. Oder vielleicht für dich beim Sprachenlernen, beim Deutschlernen. Mach dir eine Challenge und sag, ab heute werde ich jeden Tag
irgendetwas auf Deutsch machen, einen Text schreiben, was ich gemacht habe oder was ich sehe oder die Objekte auf der Straße beschreiben. Das Gefühl der Leichtigkeit, und zwar diese Leichtigkeit beim Sprachenlernen, beim Videos machen, beim Kreativsein, beim Arbeiten. Es geht nicht darum, dass alles egal ist, oder es geht nicht darum, dass man sich keine Mühe geben muss. Das ist nicht der Punkt. Was heißt es auch, sich Mühe geben? Zum Beispiel, wann ist es authentisch zu sehen, dass sich jemand beim Sprachenlernen Mühe gibt? Was heißt das überhaupt? Ich glaube, wenn man wirklich hinter etwas her ist und wenn man sich einfach sehr offen dafür interessiert, wenn man sehr neugierig ist, offene, interessierte Neugierde, dann spürt man sehr schnell, okay, diese Person bemüht sich. Und das hat also nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass man sich besonders anstrengt, dass man besonders verbissen ist. Ich glaube, auch diese Verbissenheit ist so etwas, was uns eigentlich eher daran hindert, etwas regelmäßig zu tun. Überall, egal ob jetzt in den sozialen Medien oder in Büchern, es gibt so viele Selbsthilfebücher oder Bücher für die persönliche Entwicklung. Und da geht es so oft darum, wie man Gewohnheiten ändern kann, wie man Dinge regelmäßig machen kann, regelmäßig Sport machen, regelmäßig keinen Zucker essen, regelmäßig früh schlafen gehen. Ich glaube, es ist sogar kontraproduktiv, sich zu sagen, dass man jetzt für immer früh schlafen gehen muss. Oder dass man jetzt für immer ganz gesund essen muss. Oder dass man jetzt für immer auf eine gewisse Art und Weise etwas tun muss. Das ist der Punkt. Auf eine Art und Weise etwas tun. Und das nie verändern, das nie hinterfragen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir oft ignorieren oder den man einfach lernen kann. Dass man Dinge immer wieder anpasst. Zum Beispiel, wenn ich nochmal das Video nehme. Ich merke immer wieder, wie ein gewisses Format für eine gewisse Zeit gut funktioniert. Sei es jetzt Vlogs oder Erklärungsvideos zu verschiedenen Prüfungen, für verschiedene Niveaus, B1, B2, C1 oder Videos für den Schreibteil bei der Prüfung oder Videos für den mündlichen Teil. All diese Dinge. Und das Interessante ist dann, je länger ich in eine gewisse Richtung gehe, je länger ich die gleiche Sorte von Videos mache, desto mehr verliert sich das dann wieder, desto mehr ziehen diese Videos nicht mehr so wie vorher. Und in dem Moment, wo ich dann wieder etwas ganz anderes mache, ein anderes Thema nehme, ein anderes Format nehme, da passiert dann auf einmal wieder etwas Neues. Neue Energie kommt, neue Aufmerksamkeit kommt und oft gibt es dann auch wieder mehr Klicks auf einmal. Ja, das Gleiche können wir natürlich auch für andere Themen anwenden. Genau dieses Prinzip. Also inwieweit ist es überhaupt nötig, immer alles regelmäßig zu tun?